Du möchtest Sauerteig für ein schnelles Rezept nutzen. Dieses Frühstücksgranola spart Zeit, rettet Reste und schmeckt genial. Ich habe als erste Zutat hier kernige Haferflocken. Ich finde die beim Granola einfach perfekt. Und dann hatte ich hier noch so ein paar gehackte Haselnüsse und gebe dazu für diese erste Variante nochmal 2 Esslöffel Backkakao. Hier habe ich jetzt ein paar Kerne. Ich habe mich hier für Kürbiskerne entschieden, gebe noch ein bisschen Zimt dazu und eine Prise Salz darf dabei nicht fehlen. Dann habe ich hier Kokosöl verwendet und das genaue Rezept findest du wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Hier etwas ganz Besonderes. Du kannst natürlich Honig oder Sirup hinzugeben. Ich habe euch gezeigt, wie ihr den fermentierten koreanischen Sirup herstellt. Und ich habe einmal mit Äpfeln angesetzt und den gebe ich jetzt hier in mein Schokogranola. Das ist richtig lecker. Dann habe ich hier noch ein bisschen Roggensauerteig, der müsste eigentlich gefüttert werden, aber ich habe mich entschieden, dass ich einen Teil davon jetzt erst einmal hier in mein Granola gebe und der Rest wird dann jetzt noch mal eben aufgefrischt. Also ein tolles Rezept und einfach auch so ein bisschen Überschuss loszuwerden und das ganz schnell, ohne da noch mal eben backen zu müssen. Wichtig ist das gute Vermischen, entweder mit der Hand oder wie jetzt hier bei mir mit der Teigkarte. Und selbstverständlich könnt ihr die Zutaten variieren. Deswegen schaut euch auch unbedingt noch mal das zweite Rezept an. Das ist noch mal wieder ein bisschen anders von den Zutaten her und ihr sucht euch einfach das aus, was für euch am besten passt. Und ich musste tatsächlich mal gestehen, dass mit dem Roggensauerteig, da war ich ein bisschen skeptisch. Es schmeckt aber wirklich einfach genial. Also, ich bin schon auf eure Kommentare wirklich sehr gespannt. Schreibt es mir unbedingt rein. Zum einen, welche Variante ihr gemacht habt. Was ist bei euch die liebste Zutat? Was darf überhaupt nicht fehlen? Und wenn ihr auf Instagram oder aber auch auf Facebook seid, dann verlinkt mich gerne auf euren Beiträgen. Ich freue mich immer riesig über eure Werke. Ich habe jetzt das Granola, nachdem ich das ordentlich durchgemischt habe, hier auf ein Backblech. Nicht wundern, für diejenigen, die das noch nicht wissen, ich backe immer mit meinem Mini-Backofen und deswegen ist das Backblech so klein. Wenn ihr ein ganzes Backblech von einem normalen Backofen voll bekommen wollt, dann braucht ihr die doppelte Menge. Aber ich finde es viel schöner, so kleine Portionen zu machen und so eine passt auch super in so ein Liter Wegglas. Also optimal und dann könnt ihr euch immer wieder neue Varianten herstellen. Ich drücke es so platt wie möglich, damit es auch schön kross wird. Und danach kommt das direkt in den vorgeheizten Backofen. Normalerweise beim Mini-Backofen ist das tatsächlich gar nicht nötig. Nach der Hälfte der Backzeit wendet das Granola und dabei könnt ihr, wenn ihr wollt, das auch schon ein bisschen zerstückeln. Geht später auch noch mal, wenn's abgekühlt ist, aber ich versuche das schon jetzt ein bisschen zu machen, dann trocknet das auch schneller. So, und hier habe ich schon die zweite Variante. Diesmal kommt mein heller Dinkelsauerteig hier in den Teig hinein. Auch hier beginne ich wieder mit kernigen Haferflocken, jetzt aber Cashewnüsse und Leinsamen. Die Leinsamen könnt ihr auch gerne schroten, das ist noch mal besonders gut. Wieder Zimt und hier jetzt noch ein bisschen selbst hergestelltes Vanilleextrakt. Ich verlinke euch oben rechts mal, wie das Ganze geht. Und dann habe ich euch kürzlich ja gezeigt, wie man den koreanischen Sirup mit Honig statt mit Zucker ansetzt. Und den gebe ich jetzt hier dazu. Ich finde, das hat eine ganz tolle Note mit dem Pflaumengeschmack. Und statt dem Kokosöl gibt es jetzt hier einfach Pflanzenöl. Dann kommt hier jetzt der Sauerteig. Den hatte ich eigentlich vor ein paar Tagen aufgefrischt. Der braucht aber mal wieder ein paar mehr Auffrischungen. Deswegen ist das super, dass ich jetzt hier diese Reste verwerten kann. Den füttere ich dann auch, genauso wie den Roggensauerteig. Und dann habe ich da nicht so viele Reste. Das ist wirklich total genial. Und auch hier rühre ich das Ganze einmal um.
Und ich bin wirklich schon sehr gespannt, was eure Lieblingsvariante ist. Eins meiner Mitglieder hat mir schon geschrieben, dass bei ihr auf gar keinen Fall Rosinen fehlen darf. Die hätte ich tatsächlich auch gerne noch dazu gegeben. Wenn ihr die haben möchtet für euer Granola, ganz wichtig, gebt sie erst nach dem Backen hinzu, sonst werden die einfach zu trocken und zu hart. Also da eben einmal kurz abwarten. Das habe ich euch aber auch noch mal in dem Rezept, was zum Schluss kommt, auch noch mal genau aufgeschrieben und euch auch noch mal notiert, wie lange das Ganze haltbar ist. Und zwar ist es normalerweise locker 3 Wochen haltbar. Wenn ihr das noch mal länger konservieren möchtet oder müsst, dann könnt ihr das Ganze auch einfrieren und wenn ihr es dann nutzen möchtet, einfach bei Zimmertemperatur ganz normal auftauen lassen. Wie gesagt, steht noch mal alles in der Anleitung. Beim hellen Granola ist es ein bisschen weniger von der Menge geworden. Das macht aber nichts, denn nach dem Backen kommen noch ein paar leckere extra Früchte zum Beispiel noch hinein. Und bei unserem Granola darf immer so ein bisschen Schokolade nicht fehlen. Und das finde ich tatsächlich gar nicht schlimm, denn es ist wirklich ganz wenig süß. Das heißt, es ist kein Vergleich zu dem gekauften, was ihr da holen könnt. Zum einen ist das selbstgemachte viel günstiger und dann aber auch noch mal viel, viel gesünder, schon alleine von den Zutaten her. Hier gebe ich wegen der Farbe jetzt einfach so weiße Schoko-Chunks hinzu. Das könnt ihr auch mit anderen machen. Und dann habe ich noch die geretteten Himbeeren von Sir Plus. Das verlinke ich euch natürlich auch noch mal unten in der Beschreibung und vermische das. Und allein optisch ist das nicht toll. Tatsächlich musste ich mich hier bei der Herstellung sehr beeilen, denn eins unserer Kinder hatte da schon nebendran gewartet, dass es endlich fertig wird mit der Filmerei bei mir, damit das Granola dann direkt mitgenommen werden kann. Ich fülle das jetzt hier um. Wie gesagt, 1 Liter Glas reicht auf jeden Fall aus. Ihr könnt es natürlich auch in größere oder kleinere Gefäße füllen. So, ich nehme jetzt hier einfach den Trichter. Ich hatte das Gefühl, das klappt damit besser. So, und ihr seht es von der Stückigkeit einfach perfekt. Ich habe dann das gleiche Glas genommen und dann das helle Granola direkt auch mit zubereitet. Habe jetzt ausnahmsweise Vollmilch Stückchen mit hinzugegeben. Das waren noch so Tropfen, die wir da einfach übrig hatten. Und dann aus der Retterkiste waren hier auch noch mal so ein paar Heidelbeerflocken. Die gebe ich jetzt auch noch mit hinzu. Das gibt so eine schöne Säure. Und hier auch noch mal ein paar Erdbeerscheiben, einfach für den anderen Geschmack. Ich hätte sonst auch noch mal Blaubeeren nehmen können. Ihr seht sie da links im Hintergrund. Aber das bewahre ich mir für das nächste Granola auf, denn das wird tatsächlich immer wieder ganz gerne bei uns gegessen. Eins unserer Kinder hat sich das Schokogranola ja heute mitgenommen, hatte ich ja schon gesagt, und hatte dann den selbst hergestellten Joghurt genommen, in ein Glas gepackt und das Granola dann separat. Ihr könnt es natürlich auch gleich direkt miteinander kombinieren. Das ist aber Geschmackssache, ob ihr das eingeweicht mögt oder nicht. Ansonsten 2 separate Behälter klappen da ganz gut. Ich bin auf eure Variante gespannt und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch ganz liebe und herzliche Grüße. Eure Emma.